En guten Morgen wünsche ich jedem ein, was erschienen ist an diesem Karfreitag hier zum Gottesdienst. Herzlich willkommen. Ich würde gleich den größten lesen, was wir auf unserem Bulletin finden, in Johannes Kapitel 19, Vers 30. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht, und neigte das Haupt und verschied. Als nach Hauptneigen zum Gebet. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Tag, wo wir können feiern, wo wir noch einmal wollen besonders drei denken, was dir das gekostet hat, uns zu erlösen. Wo du am Kreuz das Erlösungswerk vollbracht hast und die Sünde von der ganzen Welt betont hast. Herzlich Dank dafür, Gott, und wir beten, dass wir das alle können, dankbar, angenommen haben, wer das nicht hat, beten wir, dass die können getragen werden und dass wir können den Gebrauch von merken. Und ich bete auch wieder für diesen Gottesdienst. Ich bete für Predigt durch Peters von Herrn Lutherwald mit der Botschaft ein, wo ich dir Segen am Kraft geben und auf den ganzen Gottesdienst können zu dienen ihr voran und dass wir können alle gestärkt Luther den Platz verloren. Das bete ich in Jesu Namen. Amen. Wir wollen jetzt, was die Lehrer singen, zum nächsten und das Abfall, was die Luther, was gehoben wollen, das geht von dir an die Armenkurs nehmen. Por favor. Es sei aber fern von mir, mich zu rühmen als allein des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch den mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Schau ich zu jenem Kreuze hin. In jenem Buch ist das Nummer 240, wer in dem Buch Notje gemacht. In dem Buch. Jesus Christus starb für mich. Darf ich ihn beide ab der Stunde?
252 aus dem Buch. Für mich gingst du nach Golgatha. Für mich gingst du nach Golgatha, für mich hast du das Kreuz getragen, für mich ertrugst du Spott und Hohn, für mich hast du dich lassen schlagen. Herr, deine Liebe ist so groß, dass ich sie nie begreifen kann. Oh, danken will ich dir dafür. Deine Liebe ist so groß, dass ich sie nie begreifen kann. Ich bete dich an. Für mich trugst du die Dornenkrone. Für mich warst du von Gott erlassen. Auf dir lag alle Schuld der Welt. Auf meine Schuld, ich kann's nicht lassen. Herr, deine Liebe ist so groß, dass ich sie nie begreifen kann. Doch danken will ich dir dafür. Herr, deine Liebe ist so groß, dass ich sie nie begreifen kann. Ich bete dich an. Herr Jesus Christus, alle Schuld hast du für immer mir vergeben. Du hast mich froh und frei gemacht. Du schenkst mir neues, ewiges Leben. Herr, deine Liebe ist so groß, dass ich sie nie begreifen kann. Doch danken will ich dir dafür. Herr, deine Liebe ist so groß, dass ich sie nie begreifen kann. Ich bete dich an. Dankeschön, ihr dürft Platz nehmen. 246 aus dem Buch. Gestern hat vi en wunderbaren måneskin. Also ich habe hier an dieser Zeit noch keinen sonnenscheinen Måneskin gesehen aus gestern. Und der nächste Leid heute, Nacht ist's ein einziger heller Stern. Nacht ist ein einziger heller Stern, einsam am düsen Himmel
Dankeschön, mag Gott gehen segnen für Ihnen Guven und Arme. Wir waren Klimas, ich habe die Bekommerken abgekeken, was wir im Bulletin haben. Das erste sagt du von der 32, also der halb 3 Nummerach, das allgemeine Abendmahl hier so eine Kirche. Und wir laden alle Gläubige, Getaufte und bußfertige Personen an, zu dem Mahl zu kommen. Das ist Paulus sagen, dass der Mensch prüfe aber sich selbst und also esse er von diesem Brot und trinke von diesem Kelch. Noch eine Erinnerung für morgen, Klaxas, jeden Abend, die Orchesterprobe. Und Sonntag ist der Heiligtag, was hier gewöhnlich Gottesdienst dann in Sonntagsschule. Die Jugend wird durchgefahren, so wo wir hier dann verwassen auch Sonntagsschule haben in den Finanzkurses rückschieben. Was die Sonntag dann vor allem die beiden Sonntagsschule sein wird, die Jugend wird dann rütfahrt und die Jugend meint dort, dass die dann Sonntagsmorgens hier viel versaß, wie die Kirche getroffen dann zum Numboi fahren, da an der Hand in Frühstück haben. Dienstag so aus, was nicht die Unrecht sind, und Mehrweg, was auch nicht die Bibelstellen sind. Gut, ich glaube, so wie das wir die Bemerkungen haben. Nächstes folgt dann der Kammerchor und nur die Botschaft von Prediger Peter und den Tag die Dornenkrone.
was wir singen wurde, nennt sich Ave Verum. Das ist ein Gebet aus dem Jahr 1250, 1280, ich meine, sich nicht ganz sicher, aber viele Menschen haben das Gebet vertont. Das ist ein Lateinisch, was wieder singen wurde. Die wurde in Teils überhaupt noch in Deutsch sein. Mozart hat die Melodie geschrieben und den vierstimmigen Satz geschrieben, was von der ersten Tag in der ganzen Welt am bekanntesten ist. Also wenn die dort nicht verstehen, dann kriegt einfach die nächste Pantalla, dann soll ihr dort, wo der Text in Deutsch bedient. Met al deze Lieder, wat wir gesungen haben, für mich können wir Amen sein in der Hüsko. Die Botschaft hier durch. Und all die Lieder, so wunderschön gesungen. Für mich ist Karfreitag immer ein Tag, wo ich zurückdenke an meine Kindheit, wo uns das sehr wichtig gemerkt wird, dass das Tag, dass wir extra heilig haben. Dann, dass wir nicht Dinge besiegen, die uns so die Gedanken auflenken von dort, was Gott für uns getan hat. Und so weiter. Vielleicht wären gewisse Dinge Tradition. Ich weiß, als ich jung war, wären sogar Lieder hielten ihre Glocken ab, wenn es die Jungen zu lüden, Karfreitag. So, viele Dinge, die hatten vielleicht keinen Sinn, was wir deuten. Aber ich weiß, wenn ich eben niemals die Bibel las, aber am Karfreitag, dann muss meine Mama mir wenigstens das Kapitel von der Kreuzigung zu lesen, als junger Jung.
Und das ist mir einmal in Erinnerung geblieben. Und von der aus mir Karfreitag sehr wichtig, aber auch eine Freude. Das ist beides dabei. Ich habe einen Text gewählt aus Matthäus 27. Und ich will bloß die Versen lesen von 27 bis 29, obwohl ich mehr von den Brücken war. Aber ich will die 3 Versen lesen. Dann sagt es da, da nahmen die Kriegsknechte des Landpflegers Jesus zu sich in das Richthaus und sammelten über ihn die ganze Schar und zogen ihn aus und legten ihm einen Purpurmantel an und flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihn auf sein Haupt und ein Rohr in seine rechte Hand und beugten die Knien vor ihm und verspotteten ihn und sprachen: Gegrüßt seist du, der Juden König. De Dornenkrone, das ist mein Thema von der. Ob zwar mir das von der Dollardorn geht, mit wat von einer Krone krönen wir unseren Herrn und Heiland. Wenn die da Bild zu sein, und würden dann denken, die Krone am Kopf geschlagen zu haben, das ist nicht sehr merkwürdig, ne? Das ist nicht sehr göttlich. Aber das wird sich Jesus deuten für die und für mich. Von der, wenn wir Karfreitag feiern, weil wir uns nochmal in die Szene versaten und uns einfach fragen, was passiert über 2000 Jahre zurück dort auf Golgatha? Die müssen Lebensstilentscheidungen merken. Und ich brauche das Beispiel Ferken. Aber wir müssen Entscheidungen merken von morgens bis zu Abends. Und ich weiß nicht, die letzte Entscheidung ist, dass wir nach Schlupen gehen. Aber wir merken Entscheidungen durch den ganzen Tag, durch das ganze Leben. Wir müssen persönliche Entscheidungen merken, wir müssen als ganze Gemeinde Entscheidungen merken, und wir müssen als Kolonie, wir können verschiedene Dinge abnehmen, müssen wir Lebensstilentscheidungen merken. Eins Idee, dann vielleicht so, wenn ich von der mal darf, nicht Entscheidungen merken. Wenn jemand alles sieht, wo ich soll und so weiter, dass ich keine Entscheidung darf merken. Dann muss ich doch die Entscheidung merken, als ich will dort tun, was sie mir sagen. So, was für eine Entscheidung muss Pilatus über 2000 Jahre zurück merken? Er muss den Weltrechter rechten. Wir können sagen, den Weltretter auch rechter, je nachdem, wo du stehst. Wann er will mit den Juden Freund bleiben. Er muss zwischen Jesus und den Menschen wählen. Und diese letzte Wahl, die müssen du und ich von dir noch einmal merken. Zwischen Jesus, unsere Freund, andere Menschen um uns. Und müssen wir wählen. Wem will ich? Er muss entscheiden, als er diesen König will, als König eine würdige Krone geben, oder loten, dass er verspott wird von den Kriegsknechts, eine Dornenkrone am Kopf schlagen. Für Christen ist die Dornenkrone eine Erinnerung von 2 Dingen. Jesus, wir tatsächlich kennen. Ein Tag wird er den ganzen Universum kennig sein.
Herr über alles. In Offenbarung 19, 16. Da wurden alle Menschen sich verneigen. Alle, das sage ich. Da wurden alle Knien sich beugen. Was die römischen Soldaten als Spott meinten, wie ein Bild von zwei Rollen können sein, von des liebenden Christus. Also, zweitens, Jesus wir bereit zu leiden. Schmerz, Beleidigung, Scham zu drehen. Wat met Leiden verbunden wir. Dat is nu alle voorbij. En hij heeft nu de kroon erhalten, die hij würdig is. Hij weer op deze eer, hij kwam en erniedrigte zich in Schaim. Op deze eer. Hebräer 2, Vers 9 sagt, wir sehen aber Jesus, der ein wenig unter die Engel erniedrigt war, wegen des Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, damit durch Gottes Gnade für jeden den Tod schmeckte. Hebräer 2, 9. Pilatus geeft het volk de gelegenheid tussen Jesus en Barabbas te wählen. Een mörder. Een mens die im Gefängnis weer voor een dood verurteilt weer. En de volksmenge schrie, wie waren Barabbas. Jesus nam Barabbas seine Stede, so zu sein Kreuz. Aber so auch deine meine. Hij nam Geißeln, Verkielen, Verspottung und der Dornenkrone. Jesus nam de Stahl von alle Sünder an und den Karfreitag. Da werden sie der Jesaja, Prophet Jesaja al 700 Jahre vorher. Der Herr warf unser alle Sünden auf ihn. Jesaja 53. So die Kriegsknechte sahen Jesus diese Krone ab. Sie mögen ihn aber nicht zu erkennen. Sie trugen ihm Purpurkleider an, den Purpurmantel, so wie wir in Vers 28 lesen, und zogen ihn aus und legten ihn einen Purpurmantel an. Vers 29, die erste Poort sagt, sie flochten eine Krone von Dornen und der auf seinen Kopf ab. Und sie gaben ihm ein Rohr in der rechten Hand. Da wären alles Bedienungen von König. Bloß spottend wie das hier. Und dann sagt er, und dann schneiden sie sogar vor am Duhl und sehen die Geräusch, so sie sind Juden König. Wir werden mal mit umdrehen und das für uns mal ein klein bisschen anwenden. Von der auch viele Menschen versuchen zu sagen, Jesus ist König. Wenn wir in die Kirche saßen, dann ist er uns König, dann singen wir und loben ihn, wir ehren ihn, besonders am Karfreitag, davor wir nur die Kirche und merken mit. Aber was, wenn Karfreitag in Ostern ewig ist? Dann haben wir meist nicht Zeit. Dann haben wir unsere Bibel zu sehen gelegt, der Stifte vielleicht war voll, so ist ich das Teil, weil es noch jung war.
Ich lasse die bloß am Karfreitag, wenn meine Mama sagt, ich muss. Sagen wir auch so? Wenn wir mit anderen Christen taub sind, ja, dann würden wir einmal so reden, als das uns kennt. Aber wenn wir mit ungläubigen Menschen taub sind, und das einem leid zu sein, aber dann hier Menschen fluchen, schonbare Rede haben, dann hört sich nichts zu, dass Jesus die König vom Leben ist. Aber weet je, wenn wir bloß aus dem Kirchenkönig haben und nicht von uns leben, da verlässt wir am Charakter sein. Weil wir am wirklich zu uns König mehr. Sie loben den größten Jesus mit ihren Lappen. Sie sehen, sei gegrüßt, Judenkönig. Aber was denken Sie hier an? In Johannes 19 sagt es, und dann haben sie ihn auf der Berg. Da werden wir von loben, aber da wird spöttisch. Viele Menschen reden von Jesus, aber sie tun das bloß mit den Lappen. Ein bisschen so, als wenn wir in der Kirche Lieder singen, aber unsere Horten nicht wirklich diesen König anbeten. Jemand hat mal gesagt, die Menschen in der Kirche, die geradste Lebens, was sie tun, dort ist singen. Damit sage ich nicht, dass wir nicht sollen singen. Wir sollen singen. Aber wir sollen uns Hort dabei haben. Mir interessiert ein Ausdruck, was Josef laatst einmal sagt, dort nicht bloß die Melodie singen, dort Leid singen, dort die Wirt singen. Dann auf einmal, da wo wir healen, wenn wir singen. Auf einmal, wo wir het Fried vielleicht tun, für jij nicht beim Singen. Wo wir, wenn das Leid redet uns an. Ich sage eine Person, mir reden Leute als an. Nicht alle Menschen da. Aber wir sollen wirklich, wenn wir singen, uns Wort dabei haben. Von der ersten Tag sind auf der Welt viele christliche Sänger am Geld zu machen. Sogar Sänger, die ein sehr unmoralisches Leben führen, merken sie dies mit christlichen Leuten, wenn das ist auf einmal populär geworden, und Menschen, die horchen, und das gibt viel Geld. Ich sage nicht, dass wir den nicht horchen sollen, aber da wir horchen, was sie singen. Viele Menschen sagen von dir, ich kann mich entscheiden, Christus nur zu folgen. Ich bin ein Christ. Aber ihr Leben wisst das nicht. Viele lassen sich taufen, zum Befrieren. Lassen sich taufen, um mitzumerken, was in unserer Umgebung Mode ist. Aber es wird nicht praktiziert. Politiker, von denen, wenn die wollen, berühmt sind, da reden die von Gott. Da reden die von Jesus. Wenn sie sehen, nur Votes. Viele Zeugnisse wurden abgemerkt, um Dinge zu sein. Aber fertig ist das Betrug. Jesus ist unsere Aufrichtigkeit, unsere ganze Handgebung wird. Geschwister, wer wir uns Leben ganz geben, unträgt zu haben, weil wir Jesus mit einer würdigen Krone krönen von dir. Und weil wir nicht spotten, aber weil wir unsere Knie beten. Ich kann mich nicht vorstellen, wo Jesus ihn hat geschmerzt hat.
Ich glaube, das schmerzt ihm so viel doller als de Dornenkrone, als al dat eeuwig wat ze hem aanduiden. Wenn ze wil am Kreuz hangt, dann beer hij nog en zegt, vooraf verjaffen, wenn ze weten bloos niet wat ze doen. Ik geloof, Jezus weet van jou nog ver. Want ik zal je dingen doen. Orechte dingen doen. Want du dat. Vooraf verjaffen, wenn ze weten bloos wat ze doen. Sie schlugen am in Ruhe. Sie spähen am im Gesicht. Sie denken sich so, sie beten am an. Du wieder selbst von dir. Wo ist uns Gottesdienst? Ein Schreiber sagt, die Christen haben von dir zu viel Theaterspiel. Veel te veel Vorspiel und das hoort erbij. Wir haben viel zu wenig ernst in de dingen die wir für Gott tun. Von der Nummer, weil wir das Abendmahl feiern. Mit wieviel ernst und wo oprechtig wirst du num das kommen. Die beste angelogen. Noch ein Schritt wieder. Will sie am Kreuz sich haben, dann dulden sich seine Kleider an und schmeiten sogar das Laster an. Nun Matthäus 27, 34. Door wo Jezus zijn baasde juif, de merken de mensen nog grausam. Jezus betoelt hem Kreuz de schuld. De soldaten hadden er Spuss und verdeilten sich sogar seine Kleider. Sie wollen seine Kleider, aber nicht haben. Ik wil daar oppassen wat ik hier zei. Aber so haben viele Menschen von dir. Sie wollen in sie Namen gedeupt sein. Sie wollen von der Gemeinde hier in sie Namen tragen. So zu sein, sie nicht Kleider haben. Aber Jesus soll nicht das Leben bestimmen. Er soll nicht erkennlich sein. Sie wollen bloß die Kleider, das schöne Bild von Christen drehen. Das ist cool geworden in der Welt. Aber rein ganz Unverantwortung. Das ja von der Gott sagt sie klar. Menschen, die sich Christen nennen, sind rein ganz im Drogenhandel, wo da viele Menschen durchgemerkt wurden. Und lass mich sagen, dort ist Jesus spotten. Dort ist Jesus in Namen spotten. Brüder und Schwestern, Jesus selbst sagt, es waren nicht alle, die zu mir Herr sein, im Himmel kommen, bloß die den Willen von meinem Vater im Himmel tun. Und wenn die Abgabe getan haben, was schnell Schmidt ans 2 sind ja zurück sieht, die Bergpredigt, die ich lesen, dann habe ich diesen Vers gelesen, in Matthäus 7, 21. Viele Menschen sind in der Gemeindeliste, sind aber nicht lebende Glieder an Christi Körper. Han nicht dort teken, was Jesus sagt, was seine Jünger worden drehen. Und Christus sei wie unrein gekleidet. Jesaja 64 sagt,
Aber nun sind wir allesamt wie die Unreinen, und alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein unfaltes Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter, und unsere Sünden führen uns dahin wie Wind. Aber die an Christus glauben, der hat nie Kleider. Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mich angezogen mit Kleider des Heils und mit dem Rock der Gerechtigkeit gekleidet, wie ein Bräutigam mit priesterlichem Schmuck geziert und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prahlt. Jesaja 61,10. Dann habe ich das Radungskleid an. Ein reines Kleid. Und mich fragt eine Person, was meint dort, wenn Jesus sagt, da bei der Geschichte, von der du angeladen wirst, zu Kassen und sagt, dass du wie einer, der nicht ein Hochzeitkleid an, Entschuldigung, und der musste rühren, die konnte nicht sagen. Das Kleid dort, er hat sich nicht das Hochzeitskleid, was er von Gott, was er durch Jesus in Tod und Kreuz gekriegt hat, hat er nicht. Er will ein Namen Christ, können wir sagen. Aber er will nicht der Jesus hat ihm kennengelernt, dass er arm gewaschen hat. All die das Radungskleid, das reine Kleid anhaben, dass Jesus am Kreuz erwerben hat für uns alle, der kann dann kommen. Wenn es da wird, wir reingewaschen. Wir können alle das Leid. Was macht mich von Sünden rein? Nur das Blut des Lammes Jesu. Halt mich waschen lassen. Zum Schluss am 3. Jahr wieder, weil wir Ostern feiern. Hij als unsere ganze Hingabe wird. Wir haben alles getan, dass du und ich das ewige Leben können haben. Pilatus muss eine Entscheidung merken. Was hast du entschlossen? Was für eine Entscheidung hast du gemerkt, für Jesus zu krönen? Mit was warst du am Krönen? Die Herausforderung, die wir für uns legen haben, ist, Jesus als König zu haben, dass er die Kontrolle über unser Leben hat, sodass wir nicht brücken, einen Tag am aus rechter Hand, sondern dass wir am aus rechter haben. Weil wir, wenn wir unserem Herrn Jesus anbeten, und loben, und dein, da vom Horten tun, und nicht spielen, so ist die Kriegsknechte denken. Weil wir am im Geist und in der Wahrheit anbeten. Von der aus der Frau, sehr wie reut, die Welt zu wiesen, und der dort weiten zu lassen, dass Jesus Christus uns König ist? Wenn ja, da wollen wir nun mehr kommen und das Mahl des Herrn zu nehmen, zu seiner Ehre und zu unserer Stärkung. Wir beten. Herr Jesus, du sitzt am Kreuz. In deine Hände befehle ich meinen Geist. So will wie von dir mit dieser letzten Wort, die du auf dieser Welt gesagt hast, uns Leben Konzept führen und annehmen. Auch unseren Geist in deine Hände legen. Voll Vertrauen, voll Hoffnung, voll Zuversicht
voll Bereitschaft, voll Vertrauen und voll Liebe. Wir wollen uns in deine Fürsorge, deine Führung, deine Leitung, deine Vergebung, deine Allmacht, deine Liebe, ja, Jesus, deine Namen, weil wir annehmen. Und in deine Namen, weil wir vor unserem Voran Gott kommen. Jo Herr, hab Dank und wir wollen dich loben für was du für uns getan hast. Amen. Gracias, David. Noch Gott, die wird segnen. Wir werden noch einleiten haben zum Schluss und nur dem Wort David ans mit sehen und loben. Gracias. Dem Birknotje gemachte Nummer 245. Er ist der Erlöser, Jesus, Gottes Sohn. Und der zweite Strophe heute, Jesus, mein Erlöser. Wir stehen ab zum Sehen. Weil wir uns neigen. Der Herr, der am Kreuz gestorben, begleite uns in diesen Tag. Der Herr segne uns, damit wir den Frieden erfahren, ohne den wir nicht wirklich froh sein können. Der Herr behüte uns, dass wir getrost und zuversichtlich leben können. Der Herr bewahre uns in seinem Wort, dass wir Boten seiner Liebe und seines Friedens sein können. Amen. Scheiden wir im Frieden des Herrn.